So, wir haben jetzt hier unsere Zutaten abgewogen für unseren Baumkuchen. Das sind relativ viele, da brauchen wir schon einige Zeit dafür. Muss es sehr sorgfältig machen. Und jetzt geben wir mal als erstes das Eiweiß schon mal in den großen Kessel. Dazu kommt Zucker. Dann haben wir das Eigelb. Klauen muss man gut festziehen, damit dann der Kessel nicht abhanden kommt nachher. So, diesen großen Kessel kommt die Butter. Wir backen ausschließlich mit Butter, keine Margarine. Das ist zwar eine Preisfrage, Butter ist teurer, aber geschmacklich kann die Margarine nicht mithalten. Hier kommt dazu Puder. Dann haben wir vorbereitet etwas Marzipan, das schon mit Wasser ein bisschen weich gemacht wurde. Dann verknetet es sich nachher besser. Dann haben wir Vanille, Kardamom, Zimt, Zitrone, Salz kommt zum Eiweiß. Das darf noch warten, das ist Wasser und etwas Rum. So. Große Kessel und die starke Maschine. Und Action. Die Butter muss gut weich und schaumig gerührt werden. Besen, die alles eingehegt werden. Und jetzt schlagen wir das Eigelb auf den Butter. Schauen. Die Baumkuchenmasse auch eine 3-Kessel-Masse, wie hier unschwer zu sehen ist. Ein Kessel mit Butter, einer mit Eigelb und der dritte mit Eiweiß. Ich hoffe, wir brauchen heute kein Feuer hier drunter, dass die Luft noch warm genug ist. Schön schauen. Jetzt können wir das ausspannen. Das Eigelb kommt jetzt zur Butter. Das machen wir auch zweimal, dass es sich besser mischt. Ei und Butter ist gut vorgemischt. Und jetzt holen wir gleich unser Eiweiß dazu. Eine Portion Eiweiß, nicht zu steif geschlagen. Wenn es zu steif oder gar flockig wird, kann man es schwer untermelieren. Sollte noch cremig sein. An. Nimmt man auch angleichen.
Zum Schluss kommt jetzt Mandelgrieß und Mehl. Das können wir schon mal zusammen auf ein Papier geben. Vormischen. Und jetzt wird das Ganze zu der Masse gegeben, nennt man auch melieren. Und da ist es am besten, wenn er zu zweit ist. Anfang vorsichtig mischen, dass nichts auf den Kessel rausfliegt. Der ist sehr voll geworden, aber es passt rein. Beim Rühren nimmt auch jetzt das Volumen ein bisschen ab. Hier ist natürlich ein bisschen Muskelkraft gefragt, aber auch Gefühl. Deswegen machen wir das mit der Hand und nicht mit der Maschine. So, hier haben wir jetzt unsere Baumkuchenmaschine. Die große Wanne, in die wird jetzt die Masse eingefüllt. In der Baumkuchenmaschine verbirgt sich eine Walze, die ist mit Alufolie umwickelt und jetzt schon vorgeheizt. Wenn Sie sich fragen, wo heizt da was? Wenn ich die Klappe schließe, kann man hinten sehen, die roten Flammen. Hier wird direkt mit Gas gebacken, offenes Feuer quasi. Mir kann nichts passieren, weil wenn ich arbeite, öffne ich die Klappe und die schließt hinten das Feuer ab. Die schirmt das ab. So, wir fangen an. Kuchen ist ein Schichtkuchen. Und das heißt, wir backen jetzt Schicht um Schicht die Masse auf die Walze. Wir müssen hier aufpassen immer dann, dass es rechts und links nicht zu dick wird. Und da helfen wir uns mit Pinselchen, wo wir ein bisschen Wasser immer abstreifen. Jetzt wird die Walze zurückgenommen und der Hitze ausgesetzt. Und jetzt fängt es an zu backen. Wir machen jetzt erstmal 4, 5 glatte Schichten, bevor wir anfangen, die Form herauszuarbeiten. Hier haben wir das erste Hilfsmaterial, um die klassische Form des Baumkuchens auszuarbeiten. Einfach. Ist schlecht zu sehen heute. Muss ja so sein. Ist mehr zu erahnen.
Angst gehabt. Auch schon gut schwer. Man muss ihn immer mit einer Hand halten. Immer schön gucken, dass die Masse überall dran ist, dazu ist. Letzte Runde.